Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir nochmal über das Update auf die ME 3.0 und das Ergebnis meiner Umfrage, die ich hier auf dem Kanal gestartet habe. Weil vielen meine sterile Büroatmosphäre mit dem Greenscreen zu langweilig war, habe ich entschieden, dass ich mich heute einfach bei schönem Wetter auf den Balkon für dieses Video stelle. Das kann also auch bedeuten, dass ihr dann, bedingt durch den Bauernhof hinter uns, mit Pferdepension Tiergeräusche oder Naturgeräusche hört. Aber hey, das gehört doch irgendwo dazu. So, auf geht's! Das Update auf die ME3 ist immer noch in aller Munde. Škoda hat noch keine offizielle Pressemitteilung herausgegeben, doch ich bin mir sicher, das ist nur noch eine Frage weniger Tage. Denn es gibt ein paar News zum Update. Die Länderorganisationen Škoda Österreich und Škoda Spanien hatten schon Ende Juli für ein paar wenige Stunden ihre Update-Websites online. Die sahen nicht nur gleich aus und hatten auch den gleichen Inhalt, sondern waren auch ein bisschen früh dran. Es dauerte daher nicht allzu lange, bis diese wieder offline genommen wurden und einfach nur einen 404 Seite nicht gefunden Fehler gebracht haben. Nichtsdestotrotz hatte ich ein wenig Zeit, mir die spanische Seite anzuschauen und abgesehen von allem, was dort so das Update bringt, konnten wir noch ein paar neue Informationen herausfinden. Das erste, das ist die Dauer des Updates. Und zwar stand dort analog zur österreichischen Seite, das haben mir Leute bestätigt, die diese gesehen haben, 6 Stunden. Ja, das Update dauert also fast einen ganzen Tag. Gleichzeitig wurde sehr viel bestätigt vom Inhalt, was ich auch in meinem Vergleichsvideo 0795 versus ME3 gesagt habe. Der Link ist nochmal da oben. Und es wurde auch vieles aus dem bestätigt, was ich euch in dem Update-Video gesagt habe. Link auch da oben, alle Links auch unten immer in der Beschreibung. Nämlich, dass ihr von Škoda dazu eingeladen werdet. Und das zeigt uns, die Länderorganisationen sind schon vorbereitet, die Websites stehen, die Inhalte sind da. Und von daher denke ich, habe ich mit meinen Aussagen Wort gehalten, dass es jetzt wirklich nur noch eine Frage ganz kurzer Dauer ist, bis wir hier offiziell etwas erfahren. Kommen wir direkt zum zweiten Thema, das war die Umfrage. Umfrage fragst du dich jetzt vielleicht, weil du es gar nicht mitbekommen hast? Ja, mein Video mit den Update-Informationen von Škoda ist ziemlich erfolgreich gewesen und irgendwann wurde ich auch der Flut der Kommentare nicht mehr Herr. Vor allem jene über die fehlenden Funktionen wie die Schwarmdaten oder die seitlichen Sensoren. Also habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal schnell eine Umfrage, habe was bei Google Forms zusammengebastelt, habe mir Fragen überlegt, um das gebündelt zu sammeln. Da war es natürlich schon zu spät, weil das Video war online und ich konnte im Video nicht sagen, dass ihr bitte die Umfrage ausfüllt. Also habe ich nur einen Kommentar unter dem Video angepinnt, habe es in die Beschreibung gepackt und habe auf diversen sozialen Kanälen das Ganze auch nochmal verteilt. Und in einem der nachfolgenden Videos hatte ich ja dann auch nochmal gesagt, bitte füllt das aus. Die Menge an Feedback, die ich bekommen habe, ist überwältigend. 527 Leute haben die Umfrage ausgefüllt, obwohl sie nur circa 10 Tage, nämlich vom 27.07. bis 7.08. online war. 487 haben das deutsche Formular ausgefüllt, 40 das englische Formular. Und das ist sensationell gut. Vielen, vielen Dank dafür. Bedenkt, dieser Kanal hat irgendwo 5.700, knapp 6.000 Abonnenten, wenn man großzügig rundet. 10% von euch haben an der Umfrage teilgenommen, obwohl ich sie gar nicht so stark gepusht habe. Das ist ein richtig gutes Resultat und die Ergebnisse, die sind auch spannend. Abgesehen von den spezifischen Sachen rund um die fehlenden Funktionen habe ich ja auch so ein bisschen Allgemeines gefragt. Und die erste Frage, da ging es um die generelle Zufriedenheit mit dem Enyaq. Und das Ergebnis wird jetzt einige sicherlich überraschen. Das sieht nämlich so aus. Und wenn ihr da mal drauf guckt, dann ist die Mehrheit, nämlich 2/3 von euch, ziemlich zufrieden. 4 von 5 Punkten. Und 19% haben sogar 5 von 5 angegeben. Oder anders ausgedrückt, 84% von euch sind mit dem Auto mehr oder weniger rundum glücklich und nur sehr wenige sehr unzufrieden.
Danach hatte ich nach dem Modelljahr gefragt, was ihr fahrt. Und auch hier ein interessantes Ergebnis. Wenn wir mal drauf gucken, sehen wir, die Mehrheit, nämlich die Hälfte von euch, fährt Modelljahr 621. Das ist das gleiche Modelljahr, was ich auch habe. Dann haben wir noch ungefähr 24% von euch, die einen älteren Enyaq fahren, Modelljahr 1120, also einer der ersten Enyaqs. Und nur ganz wenige haben angegeben, dass sie es nicht wissen oder ein neueres Modelljahr fahren. Zeit einzusteigen in die eigentliche Umfrage rund um die nicht erhältlichen Funktionen mit dem Update. Und die ersten 3 Funktionen beziehen sich auf die seitlichen Sensoren, die wir nicht haben. Das ist die Parklenkunterstützung, das trainierte Parken und der automatische Spurwechsel. Und ihr konntet 3 Antwortmöglichkeiten geben. Das eine war, schade, dass ich es nicht bekomme, aber wirklich nötig ist es nicht. Dann konntet ihr sagen, oh, ist mir sowieso egal, brauche ich nicht. Oder ich bin enttäuscht, das wollte ich unbedingt haben. Das erste ist die Parklenkunterstützung. Und da geht es darum, dass der Enyaq euch dabei unterstützt, längs oder quer zu parken. Und so habt ihr darauf geantwortet. Und die Mehrheit hier unten, die Hälfte, sagt, brauche ich eigentlich nicht, wäre zwar nett gewesen, aber egal. Aber auch ein Viertel von euch sagen, ja, das wollte ich schon irgendwo unbedingt haben, während das andere Viertel sagt, brauche ich überhaupt nicht. Gehen wir weiter. Funktion trainiertes Parken, sprich der Enyaq merkt sich eine gewisse Strecke und kann die selbstständig fahren. Und das Ergebnis sieht fast gleich aus wie beim Parklenkassistent. Auch hier sagen fast die Hälfte von euch, schön wäre es gewesen, aber nötig ist es nicht. Während ungefähr 30% hier, also ein paar Leute mehr, schon sagen, nee, brauche ich überhaupt nicht. Und auch wieder gut ein Viertel sagen, ja, bin enttäuscht, das hätte ich schon gern gehabt. Spannend wird es dann nochmal, wenn wir zum automatischen Spurwechsel kommen. Da würde man jetzt, weil es ja an sich ein schönes Feature ist, was anderes erwarten. Doch im Gegenteil. Schaut es euch an. Auch hier haben wir wieder fast das gleiche Ergebnis. Auch hier sagt wieder fast die Hälfte, ja, wäre nett gewesen, brauche ich aber nicht. Während allerdings hier auch ein Drittel sagt, ja, das hätte ich gern gehabt, da bin ich schon enttäuscht, dass ich das nicht bekomme. Schauen wir uns die Schwarmdaten an. Für die meisten das sicher spannendere Ergebnis. Und bei den Schwarmdaten sieht das Ganze dann auch tatsächlich schon mal komplett anders aus. Das habt ihr dort geantwortet und hier ist klar, 2 Drittel sagen, ich bin enttäuscht, das wollte ich unbedingt haben. Während 28% sagen, schade, wäre nett gewesen, aber ist nicht unbedingt nötig. Doch hier sind es wirklich unter 10%, die sagen, brauche ich nicht. Gleichzeitig habe ich ja auch noch gefragt, wie seht ihr das, dass eure Enyaqs, auch wenn ihr keine Schwarmdaten empfangen könnt, trotzdem welche senden, die dann neuere Fahrzeuge benutzen können? Und da haben wir auch ein recht interessantes Ergebnis. Die Mehrheit sagt, na, das ist mir eigentlich egal. Nichtsdestotrotz, über 40% haben geantwortet, ja, unfair ist es schon irgendwo. Danach habe ich die Frage gestellt, ob ihr denn nachrüsten würdet, sprich die seitlichen Sensoren für die ersten 3 genannten Funktionen oder sofern nachrüstbar auch die Schwarmdaten, wo es ja eine Hardware-Inkompatibilität gibt. Also müsste man ja die Hardware tauschen können und dann geht das. Auch hier hattet ihr wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Ja, ich würde es nachrüsten und auch dafür bezahlen. Ja, aber nur wenn die Nachrüstung gratis für mich ist. Oder nein, würde ich generell nicht machen. Ich weiß, hier wäre es noch wichtig gewesen, dass ihr angeben könnt, wie viel wärt ihr bereit zu bezahlen. Aber dann wäre die Umfrage viel zu komplex geworden und viel zu groß. Deswegen, hier geht es nicht um Beträge, sondern nur um die generelle Bereitschaft. Und jetzt haben wir ja eben schon gemerkt, bei den seitlichen Sensoren haben viele gesagt, wäre nett gewesen, aber brauche ich nicht. Spannenderweise sagt das Nachrüsten dann aber, dass 41% von euch nicht nur nachrüsten würden, sondern auch bereit sind zu bezahlen dafür, während 37% sagen, nee, das würde ich nur dann nehmen, wenn es gratis wäre. Und immerhin noch 22% sagen, ist mir egal, ich würde es nicht mal nachrüsten. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zum eigentlich schade, dass ich es nicht bekomme, aber ich brauche es auch nicht. Bei den Schwarmdaten würden wir jetzt ein anderes Ergebnis erwarten. So viele, wie das von euch wollten und enttäuscht sind, da müsste ja quasi die Bereitschaft zur Nachrüstung richtig hoch sein. Ist sie auch, doch schaut es euch an. Hier
sagen nur 29%, dass sie bereit wären, für die Nachrüstung zu bezahlen, während 58% sagen, Nachrüstung ja, aber nur gratis. 13% würden es gar nicht nachrüsten. Ich vermute, das kommt daher, dass ihr einfach erwartet habt, dass ihr das mit dem Update bekommt und deswegen sagen, ja, das sollte nachrüstbar sein, aber dafür bezahle ich doch nicht noch, sondern das war meine klare Erwartung, bekomme ich gratis. Dann hatte ich in meiner Umfrage ja noch ein Freitextfeld, wo ich euch die Möglichkeit gegeben habe, mir einfach Anmerkungen zu schreiben, was ihr denn zu den fehlenden Funktionen meint. Zugegeben, die Mehrheit, die dort kommentiert hat, hat nichts zu den fehlenden Funktionen geschrieben, sondern das Ganze eher als eine Art Wunschliste betrachtet und hey, das ist völlig in Ordnung. Und über 150 Kommentare hat es dort noch zusätzlich gegeben. Ich habe mir alle durchgelesen, habe die hier ausgewertet, sortiert und versucht in Themen zu bündeln und das Ergebnis so in eine grobe Reihenfolge zu bringen, was wurde am meisten genannt, was nicht so oft. Da sind natürlich noch viel mehr Wünsche in dieser Liste. Ich kann einfach nicht auf jedes einzelne Ding eingehen. Das wäre zu viel. Ich muss das Ganze irgendwo sinnvoll zusammenfassen. Auf Platz 1, das ist die Ladeplanung in der Škoda eigenen Navigation. Das am meisten vermisste Feature. Gute Nachricht hier, eine gute Ladeplanung kommt mit der ME3. Das heißt, das Thema ist von Škoda tatsächlich schon adressiert. Auf Position 2 steht die MyŠkoda-App. Einerseits deren Stabilität, sprich sie sollte nicht mehr so oft die Verbindung zum Server funktionieren und halt einfach stabil laufen. Und auf der anderen Seite natürlich jede Menge Wünsche an neue Funktionen. Sei es, dass man sie als Autoschlüssel benutzen kann zum Öffnen und Schließen, dass man die Fenster öffnen und schließen kann, dass man eine Nachricht von der Diebstahlwarnanlage bekommt, dass der Standort gespeichert wird, was glaube ich mit der ME3 passiert, dass man so eine Art Lade- oder überhaupt Fahrtenbuch hat, bis hin zu Möglichkeiten, Routen zu übertragen und. Die Liste ist lang, ein paar Sachen kommen mit der ME3, vieles aber ist sicherlich noch nicht in Sicht für uns. Auf Platz 3 hat nicht direkt mit einer Funktion im Enyaq zu tun. Das ist die bessere und präzisere Kommunikation durch Škoda, vor allem hinsichtlich einer Roadmap. Das wünschen sich ganz, ganz viele. Mich eingeschlossen. Auf Platz 4 eine Anmerkung. Und zwar, dass es sich anfühlt, dass der Enyaq einfach zu schnell veraltet, dadurch, dass ja quasi alle 6 Monate ein Mini-Facelift stattfindet, dadurch, dass ein neues Modelljahr kommt. Auf Platz 5 das Speichern von Fahrprofilen respektive Driving Profiles, also dass er sich merkt, ob ihr Eco, Sport, Normal, Komfort eingestellt habt und das nicht bei jedem Start des Fahrzeugs wieder neu eingestellt werden muss. Auf Platz 6 das Vorkonditionieren der Batterie. Einerseits automatisch, wenn in der Navigation eine Ladesäule angegeben ist, aber andererseits auch sehr oft genannt, dass man es manuell starten kann, zum Beispiel, weil man mit einer Drittanbieter-App navigiert. Platz 7, eine Always-On-Funktion. Ich nenne sie immer Camping-Mode, aber der Camping-Mode geht natürlich viel weiter. Gemeint ist hier, dass das Auto nicht ausgeht, wenn der Fahrer aufsteht. Auf Platz 8 eine verbesserte Sprachassistenz. Sprich, Laura versteht uns besser und zum anderen hat auch einen erweiterten Funktionsumfang. Meiste Nennung hier, ich würde gern mein Panorama-Schiebedach über Laura steuern können. Platz Nummer 9. Schnelleres Bugfixing in der Software. Und damit haben die meisten gemeint, dass es eben nicht nur mit irgendeinem Update eingespielt wird, wenn neue Funktionen kommen, sondern dass auch zwischendrin einfach mal Updates zum reinen Bugfixen erfolgen. Platz 10, Plug and Charge, sprich das Laden ohne Autorisieren an der Ladesäule. Da habe ich ja schon mal was zugesagt, das bekommen wir, wenngleich auch nicht mit der ME3.0. Platz 11, dass sich das Auto von alleine abschließt, wenn man sich von ihm entfernt. Das wäre eine Funktion für Cassie, Keyless Entry. Ist relativ häufig genannt, aber genauso oft habe ich von anderen auch schon gehört, das wäre eine Funktion, die sie auf keinen Fall wollten. Und dann auf Platz 12, dass sich der Enyaq generell mehr Einstellungen für ein Benutzerprofil merkt, zum Beispiel die Position des Head-Up-Displays oder die Einstellungen bei den Fahrassistenten. Ich finde, das ist eine sehr gute Liste und spannend ist, dass ihr euch doch bei vielen Positionen sehr, sehr einig seid, was ihr euch wünscht und wie ihr euch das wünscht. Und ganz ehrlich, bei den meisten der 12 Positionen kann auch ich mich direkt anschließen. Wie geht's nun weiter mit dieser Liste?
Nun, die Liste habe ich bereits am Wochenende an Škoda gegeben und sie haben sich auch heute direkt bei mir gemeldet, haben sich für die Liste bedankt. Und ich glaube, sie waren ziemlich überrascht, einerseits über die Menge der Teilnehmer und andererseits auch über die ziemlich guten Ergebnisse. Aber ich möchte auch ehrlich zu euch sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit irgendetwas bewirken oder verändern, die ist minimal. Von daher steckt da bitte keine hohen Erwartungen rein, das tue ich auch nicht. Škoda hat mir versichert, dass das Product-Team des Enyaqs sich diese Liste anguckt und mir Feedback gibt. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Die sind ja jetzt auch gerade erst aus den Werksferien zurück. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich bleibe dran und möchte hören, was Škoda dazu zu sagen hat. Werden wir deswegen jetzt von Škoda Schwarmdaten bekommen oder wird das gratis nachgerüstet? Wird es ein Upgrade-Kit für die seitlichen Sensoren geben? Wahrscheinlich nicht. Doch hier möchte ich auf einen ganz wesentlichen Punkt noch eingehen. Škoda kann das vielmals auch gar nicht alleine entscheiden. Škoda gehört zur VW Group und ich formuliere es ganz einfach mal knallhart so, meine Meinung. Wenn VW pfeift, wird Škoda tanzen. Und wenn VW sagt, die Funktion gibt's nicht nachzurüsten, dann kann sich Škoda auf den Kopf stellen, dann gibt es diese Funktion nicht zum Nachrüsten. Auch wenn das Product Team des Enyaq sagt, doch, wir möchten das. Da muss man einfach realistisch sein. Dieses kleine Umfrage-Video, das ist natürlich auch ein Stück weit Überbrückung. Ich warte immer noch auf die Freigabe meiner 3 Videos rund um das Thema Batterie und Laden. Ich denke, dass Škoda das diese Woche machen wird, aber es braucht halt einfach eine Zeit. Wir reden da auch von über einer Stunde Videomaterial. Da kommen dann also 2 Infovideos über bidirektionales Laden, Plug and Charge und alle möglichen Themen rund ums Laden. Und wir gehen natürlich auch ein auf das Thema Bruttokapazität, Nettokapazität, dieses geflügelte Wort nutzbare Kapazität, das Thema Batterietests und die eigenen Messungen mit dem OBD-Adapter und so. Und versüßt wird das Ganze dann zum Schluss mit einem Video aus der Batterieproduktion von Škoda in Mladá Boleslav. Das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Das Abo ist für dich gratis und mir hilft es, dass der Kanal von noch mehr Enyaq-Fahrern entdeckt wird und weiter wächst. So können wir unsere Community vergrößern und eine größere Community bedeutet auch prinzipiell mehr Einfluss auf Škoda. Wenn deine Unterstützung noch ein Stück weiter geht, dann findest du unten in der Videobeschreibung einen PayPal-Link für eine kleine Spende. Alternativ kannst du natürlich auch das YouTube-Thanks, das ist das Herz mit dem Dollarzeichen drin, benutzen. Dafür bin ich dir natürlich auch sehr dankbar. Im Gegenzug, wie du sicher weißt, gibt es auf diesem Kanal deutlich weniger Werbung. So gibt es zum Beispiel nie Werbung während des Videos, auch keine Überblendungen und nur ganz, ganz selten Sponsoren im Video, die ich erwähne. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin bleib energiegeladen.